Achtung, das wird ein sehr langes Video, aber das wohl interessanteste Video, das ich bis dato gedreht habe. Zumindest aus meiner Sicht. Ich weiß ja nicht, was mich sonst noch alles in meiner Laufbahn erwartet, aber das war und ist bereits ein Highlight für mich. Kurz eine Frage vorweg für euch zum Grübeln. Was haben die folgenden 6 Orte gemeinsam? Einmal das Max-Planck-Institut in Frankfurt, das Werkraumhaus im Bregenzerwald, das Museum der modernen Kunst in Warschau, das BMW-Museum in München, das Kunstmuseum in Bern und der Konzertsaal im Kulturzentrum Le Arts in Gstaad. Diese 6 Orte haben Folgendes gemeinsam. Die raumakustische Gestaltung und Fachplanung dieser Riesensäle ist unter der Leitung einer bestimmten Person realisiert worden. Um welche Person es sich hier handelt und sein neuestes Genieprojekt stelle ich euch in diesem Video einmal vor. Viel Spaß! Das Thema Raumakustik, merken wir, glaube ich, alle, ist nicht nur wichtig, um den bestmöglichen Klang einer Soundanlage zu bekommen, sondern es ist einfach auch super spannend. Denn die perfekte Akustik kann auch für das Wohlbefinden innerhalb eines Raumes sorgen. Und das unabhängig davon, ob es gerade um Musik hören geht. Also unser Thema Stereo und Heimkino mal beiseite geschoben. Ich sprach hier von großen Sälen, öffentlichen Bereichen, wie zum Beispiel Restaurants, Einkaufszentren, Museen, große Hallen, Konzertsäle. Wir können nur erahnen, was es für ein Aufwand ist, zum Beispiel für einen 15 Quadratmeter großen Raum bis meinetwegen 60 Quadratmeter großen Raum, was es für ein Aufwand ist, sich dort um die Akustik zu kümmern, die dazu führt, dass man sich in diesem Raum wohlfühlt, sich gut unterhalten kann, Musik in bester Qualität genießen kann und dass es dabei sogar ästhetisch schön aussieht. Und jetzt stellen wir uns das Ganze mal in den genannten großen Sälen und Konzertsälen vor. Nun, wenn der liebe Gott Kompetenz in diesem Thema ausgeschüttet hat, dann hat er 50% davon dieser einen Person ausgeschüttet und die restlichen 50% dem Rest der Welt. Die Rede ist von Jürgen Strauss von der Firma Strauss Elektroakustik. Vielleicht etwas übertrieben dieses Beispiel, ich möchte da auch niemandem zu nahe treten, der fit in diesem Thema ist. Ich wollte lediglich mit extremer Ausdrucksweise darstellen, dass wir es hier mit einem absoluten Profi zu tun haben. Ihr habt ja im Intro gehört, welche Institutionen, Museen, Konzertsäle ich aufgezählt habe. Und das waren nur 6. Also die Liste ist noch viel größer. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Jürgen Strauss wird im Laufe des Videos auch noch ein paar erwähnen. Damit solche Institutionen genau ihn beauftragen, sich um die raumakustische Gestaltung und Fachplanung zu kümmern, da muss schon was hinterstecken. Und davon wollen wir uns heute ein Bild machen. Dafür bin ich ganz nach Bern gereist, um mir Jürgen Strauss' neuestes Genieprojekt anzuschauen. Nennt sich SE Music Lab. Wir reden hier von dem besten Abhörraum der Welt. Ja, lasst uns doch gemeinsam einen Blick werfen und uns von Jürgen Strauss die Hintergründe erklären lassen. Viel Spaß! Wir befinden uns gerade im SE Music Lab zusammen mit Jürgen Strauss. Herr Strauss, erst einmal herzlichen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Gerne. Willkommen. Danke. Ich bin ja ich durfte gestern mich etwas schon mal ein bisschen frei bewegen hier und freue mich auch heute total darauf, dass Sie uns ein bisschen rumführen werden. Bevor wir das aber einmal machen, vielleicht zunächst einmal die grundsätzliche Frage oder die Frage zur grundsätzlichen Idee dieses Projektes. Können Sie uns diese einmal erläutern? Also die Motivik sozusagen ist ganz simpel, Hörlust. Ja, ich mag es, Musik zu hören in allen Varianten, quer durch die Jahrhunderte und gerne auch Zukunftsmusik. Und das ist der Ausgangspunkt und das ist auch der Zielpunkt des ganzen Unterfangens. Wir wollen Beiträge leisten, hier im SE Music Lab
zur weiteren Gestaltung, Ausarbeitung von Aufnahmen, von Wiedergabesystemen, also im ganzen Bereich der sogenannten Elektroakustik wollen wir uns betätigen. Und deshalb ist die ganze Anlage hier auch konzipiert als ein international ausgerichtetes Zentrum für Elektroakustik. Und dafür wurde eben ein sehr hoher Aufwand betrieben, so wie ich das festgestellt habe. Wir sind hier gerade, wenn ich das so sagen darf, in der Lounge und sind zwischen den beiden hauptsächlichen Räumen. Einmal das Studio auf der Seite und The Lab hinter uns. Und The Lab ist das Mastering-Studio. Das Studio ist eben das Tonstudio, wo Aufnahmen stattfinden. Und The Lab hat eine bauliche, einmalige Konstruktion, würde ich jetzt mal sagen. Dieses Mastering-Studio ist umhüllt von einem Korpus, das irgendwie zylinderartig ist und besteht eben aus Lehm. Können Sie uns kurz erklären, warum wurde das so gemacht? Wie so vieles im Leben ist auch das eigentlich eine Gelegenheit oder ein Zufall, dass wir das bauen konnten. Dieses Bauwerk, dieses Lehmbauwerk ist entstanden in der Zusammenarbeit mit der ETH in Zürich. Die Professur Gramazio Kohler im Bereich der Architektur und digitalen Fabrikation tätig, hat gemeinsam mit Spezialisten des Lehmbaus, Felix Hilgert insbesondere, die Planung und die Konzeption dieses Bauwerks in Angriff genommen im Bereich einer angewandten Forschung neuer Bautechniken. Der Lehmbau ist heute ein wichtiger Bestandteil einer möglichen Aussicht auf eine CO2-reduzierte Bauweise und deshalb ist das nicht nur hier in Zürich, sondern auch an anderen Universitäten und Hochschulen rund um den Planeten ein großes Thema, ob man nicht Beton zum Beispiel oder auch Lehmziegelkonstruktionen oder ordinäre Ziegel durch nicht gebrannten Lehm ersetzen könnte, weil der CO2-Ausstoß entsprechend markant reduziert werden würde. Das heißt, wir hatten hier die Gelegenheit und die Chance, an einem Projekt der angewandten Forschung der ETH in Zürich teilzunehmen und entstanden ist so eben hier diese Außenmauer des Lab, wie wir es nennen, das unser großes 3D-Audiosystem beherbergt, das dann eben für alle Zwecke des Recordings, des Masterings und eben auch der ganzen verschiedenen Reproduktionsformate von Mono über Stereo, Surround, ambisonische Formate tauglich ist. Und also diese Lehmwand ist in der Geschichte des Bauens, in der Geschichte der Architektur eine echte Weltpremiere. So etwas wurde bisher nicht gebaut. Es wurde durch einen Roboter gefertigt. 32.000 Einzelelemente wurden hier verbaut. Ja. Im Nasszustand war das Gebäude 72 Tonnen schwer und dann ist es im Rahmen eines Trocknungsprozesses auf 60 Tonnen heruntergeschwitzt, wenn man so sagen kann. Und heute steht es da auf einer Feder, wird ein Masse-Federsystem gebildet von 8 Hertz Eigenfrequenz und das ist nur die Außenmauer. Inwendig gibt es dann noch 40 Tonnen Holzkonstruktion, noch einmal einen Raum. Wahnsinn, also Raum in Raum. Das ist eigentlich sogar, weil wir ja bereits in einem Raum sind, ist das eine Raum in Raum in Raum Bauweise sogar. Ja, genau. Mit der Zielsetzung eben wirklich für die Bauakustik das Bestmögliche zu erreichen. Das heißt, dass die Grundruhe in diesem Lab so ausgeprägt als irgend möglich ist. Ja. Wir erwarten und erste Messungen zeigen das auch, dass wir 20 Dezibel in der C-Beurteilung, also über das ganze Spektrum inklusive der Bässe als Grundruhe in diesem Raum zur Verfügung haben. Aber nochmal zu der Lehmkonstruktion, dass eben so ein Gewicht auch getragen werden kann, muss auch gewährleisten, dass man eben ein Gebäude auch findet, wo das dann auch möglich ist. Ne? Ja, das ist richtig. Und deshalb ist dieser Ort, an dem wir das jetzt realisieren konnten, auch ein Glücksfall, selbstverständlich. Das war früher also in diesen Räumlichkeiten wurde früher Bier abgefüllt und eingelagert, das dann hier auf die Eisenbahngleise verladen wurde und dann in der ganzen Schweiz verteilt. Aber diese Bierbrauerei ist also vor, ich glaube, knapp 10 Jahren oder so, ist die geschlossen worden. Ja. Und wir genießen jetzt das Glück eben, dass wir hier also eine Flächenlast von 2 Tonnen pro Quadratmeter hinbauen konnten. Und mit diesem Bauwerk, das sind insgesamt rund 100 Tonnen
erreichen wir aber auch genau diese Grenzlast. Und jetzt drumherum sehe ich halt nochmal dieses, ja, also wie so ein Podest. Was ist das genau für eine Konstruktion? Also dieses Podest, also dieser umlaufende Ring, der mit Sand aufgefüllt ist, versteckt die darunter liegende Feder. Ja. Wie ich vorher kurz erwähnt habe, ist also die Masse dieses Bauwerks, also der Lehmwand ist rund 60 Tonnen und zusammen mit einem entsprechenden Kunststoff, auf dem das ganze Bauwerk aufruht, ergibt sich ein Masse-Feder-System, das auf einer Eigenfrequenz von 8 Hertz schwingt. In der Praxis heißt das, dass also Vibrationen mit einer Schwingungszahl geringer als 8 Hertz pro Sekunde das ganze Bauwerk in eine sanfte Bewegung versetzen. Das ist natürlich weit unter einem Millimeter, aber es ist trotzdem, also das Bauwerk geht dann mit der Vibration mit, die im Boden vorhanden ist. Aber für alle Schwingungszahlen oberhalb von 8 Hertz, die uns natürlich interessieren, die den hörbaren Bereich betreffen, liegt das Bauwerk dann wirklich wie ein Öltanker im stillen Ozean. Ja? Sehr, sehr spannend. Ja, ich würde vorschlagen, hätten Sie Lust, mich jetzt einmal rumzuführen? Ja, gerne, sehr gerne. Okay. Wunderbar, machen wir. Wo legen wir los? Ich denke, der Eingang ist doch eine gute Wahl. Alles klar. Ich folge unauffällig. Ja, das ist sehr gut. Auf leisen Sohlen, ja. Wir können ja auch ganz nach außen gehen, also dass man das Entree sieht. Ja, gerne. So. Sie sehen, wir sind hier direkt an einer Bahnlinie, die uns mit dem Hauptbahnhof in Bern verbindet, und die Schweizerischen Bundesbahnen haben die Freundlichkeit besessen, uns einen neuen Bahnhof hierher zu bauen, sodass man also binnen, ich glaube, knapp 10 Minuten hier bei uns im SM Music Lab sein kann. Und zudem haben sie alle Gleise entkoppelt, was unserem Wunsch nach ausgeprägter Grundruhe doch sehr entgegenkommt. Also gerade rechtzeitig fertiggestellt für uns. Wir danken auch an dieser Stelle den Schweizerischen Bundesbahnen. Hier eben in diesem riesigen Gebäude, es wird auch der Elefant genannt, also Raumhöhe 7 Meter, Flächenlast 2 Tonnen pro Quadratmeter, haben wir unsere Heimat gefunden. Am Fuß des Hausbergs Gurten von Bern, von dem man aus eine fantastische Aussicht hat auf die Berner Alpen und bis in den Jura. Also wir haben hier eine sehr schöne, prächtige Location gefunden. Auf dem Weg hierher konnten wir da auch schon mal ein bisschen eine Aussicht genießen. Okay, wirklich. Also sehr schön. Da oben, ne, sind wir lang gelaufen. Okay. Und dann konnte man hier wirklich schön runterschauen. Ja, und das oben auf dem Gurten, wenn Sie mal, heute ist es leider etwas trübes Wetter, aber wenn Sie Gelegenheit haben, also das ist wirklich ein Platz eigentlich für die Götter reserviert. Aber wir Menschen dürfen gelegentlich auch hin. Ja. Okay. Bitte. Gut. Ja, hier kommen gleich direkt ein paar Bilder uns entgegen, ne? Ja, wir haben hier uns vorgenommen, mit diesem Bildermenü ein Stück weit die Programmatik des SM Music Lab zu illustrieren, weil wir nehmen uns wirklich vor, den ganzen Zusammenhang von Aufnahmetechnik, Speicherung, Bearbeitung und Wiedergabetechnik von den Kopfhörern bis hin zu großen Beschallungssystemen hier bearbeiten zu können. Wir wollen eine Stätte sein, in der Forschung, Entwicklung, Lehre eine große Rolle spielen, aber selbstverständlich auch Musikproduktion in allen Bereichen, nicht nur in allen Genres, sondern eben auch mit Blick auf Movie-Soundtracks und selbstverständlich für die ganzen immersiven Welten, wie sie im Zusammenhang mit E-Games eine große Rolle spielen oder auch eben mit Internet-Audio, sodass man sich in bestimmten Gesprächsraumakustiken aufhalten kann, etc. etc. Da gibt es viele verschiedene Forschungsprojekte und neue Anwendungen von Elektroakustik, wie wir sie eben auch aus der Tradition kennen. Ja. Um hier einfach kurz einen Überblick zu geben, hier in der oberen Reihe ist die Thematik mehr oder weniger, wie wird Musik notiert und damit gespeichert und eben für nachrückende Generationen auch aufbewahrt. Und hier gleich zu Beginn, das ist so ein spektakulärer Fund, das sind die sogenannten hurritischen Hymnen in einem Tonziegel mit Keilschrift hinterlegt. Daneben kommen griechische, noch auf Buchstaben basierende Notationen, dann aus anderen Kulturräumen. Hier hat man ein Beispiel aus dem indischen Raum.
dann selbstverständlich Neumann, wie sie bei uns in Europa entwickelt wurden und so weiter, bis hin eben zu den Partituren, wie wir sie heute kennen. Hier dazwischen geklemmt noch eine japanische Notation von Musik, wie sie aus dem 16. Jahrhundert vorhanden ist, oder eben eine Mozart-Handschrift, bei der man wirklich nur staunen kann, wie es möglich ist, von Hand, praktisch fehlerfrei, hat er teilweise solche Blätter einfach hingelegt. Ja, das ist notierte Musik. Ja. Dann interessiert eben auch weit darüber hinaus, also hier Notationstechniken, dann eben hier, wenn man diesen Bereich mal überspringt, hier einen frühen Phonographen, ja. Dann die Reaktionen jetzt hier von wohl in Afrika aufgezeichnet von was geschieht, wenn man zum ersten Mal Musik oder Sprache über Lautsprecher vermittelt erhält. Man sieht, die Neugierde ist groß und das Staunen über derartige Anlagen auch. Dann sehen Sie frühe Tonbandaufzeichnungsmaschinen oder eben, das sind optische Tonspuren, die aufgezeichnet wurden, um bei den Filmen Klangspuren zur Verfügung zu stellen. Also das sieht ja aus wie grafische Kunstwerke, aber es sind also tatsächlich Tonspuren, die dann bestimmte Geräusche oder Klänge in den frühen Phasen des Films, um eben zum Tonfilm zu kommen, dieser Art und Weise gemacht wurden. Mikrofone, große Hörner. Hier haben wir ein Beispiel, ein bisschen hässlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine Lokalisierungsanlage, bei der also in der Mitte dieser großen Maschine ein Mann sitzt, der dann mit riesigen Ohren, sowohl in der vertikalen wie in der horizontalen, den Himmel abhört, um so gegnerische Flugzeuge lokalisieren zu können und dann die Flak entsprechend zu instruieren. Das sind dann weitere Beispiele. Ich muss es ist letztendlich die Geschichte des Tons und der Musik, ne? Richtig. Das, überhaupt eben, also hier in der zweiten Reihe sind das sozusagen singende und spielende Menschen, auch wiederum über die verschiedenen Zeiten und Kulturräume. Hier zum Beispiel ganz rechts Glenn Gould in seinen berühmten Aufnahmestudios in Toronto auf seinem kleinen Stuhl, den er so gerne benutzt hat. Und Glenn Gould ist natürlich für unser Fach ein ganz spannender Fall, weil er eben beide Seiten verbindet. Er ist einerseits der Musiker, der ja seine Karriere auch eben in den großen Konzerthallen dieses Planeten begonnen und bestritten hat, um sich dann aber praktisch vollständig ins Tonstudio zurückzuziehen, um seinen Vorstellungen, wie seine Werke klingen sollen, so konsequent als möglich nachzugehen und das dann über Schallplatten zu realisieren und so dem Publikum zugänglich zu machen. Er hat ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel vom Konzertsaal ins Tonstudio. Dann sieht man so spektakuläre Konzerte, wie sie heute natürlich ganz üblich sind, aber ja eigentlich auch erst in diesen Dimensionen seit den vielleicht 50er, 60er Jahren aufgeführt wurden. Hier ein Beispiel Pink Floyd. Ja. Dann diese hochsonderbare Gesangskunst der Muezzine. Wie erreicht man also mit einer menschlichen Stimme zugleich möglichst viele Menschen über eine möglichst große Distanz hinweg, also Formen von Pressgesang. Pythagoras, Japan, frühe Synthesizer, Amy Winehouse, eine persönliche Favoritin und so weiter und so fort. Hier sieht man sehr schön, das ist eine der frühen Aufnahmesessions, wie man eben Phonographen bespielt hat, indem also ein Orchester, teilweise mit Gesang, direkt in einen Trichter hineinspielt und rein auf mechanischem Weg wird dann eine Membran in Bewegung versetzt, die einen Stichel in Bewegung versetzt, der in den Wachs dann diese Rillen hineinritzt, die dann umgekehrt wiederum abgespielt werden können und so also die Klänge dieses kleinen Orchesters übermitteln. Dann sehen wir aber eben auch Theaterszenarien sind für uns natürlich auch von großer Bedeutung und hier wissen wir zum Beispiel aus den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Situationen über Alltagstheater, die es vielfältig in Europa gab, nicht allzu viel über die Aufführungssituation, aber hier hat Breuchel uns glücklicherweise mal so ein Bild gezeigt, wie also in irgendeiner kleineren Stadt eine Wandertheater seine Bühne aufbaut mit einem Umkleideraum und wie dann hier gespielt wird und wie sich das Publikum rundherum gruppiert. Wahnsinn. Dinge dieser Art. Also hier sieht man, wie man sich organisiert. Also man kann sich auf jeden Fall an dieser Wand schon richtig lange aufhalten. Ja, also ich denke, hier hat man eine riesige Fülle von Materialien, die eben zeigen, mein Gott, Menschen, soweit wir Zeugnisse haben, haben wohl
musiziert. Und es gibt ja spektakuläre Funde, die uns klar machen, dass also bereits Höhlenbewohner eben kleine Flöten aus Knochen gemacht haben oder Schlaginstrumente und ähnliches mehr. Das heißt, es scheint die musikalische Seite in uns Menschen wesentlich angelegt zu sein. Ein Urinstinkt. Und, ja, wer weiß, vielleicht sogar sowas. Auf alle Fälle scheint das spielerische Benutzen des Klanglichen Freude zu machen. Und ich glaube, das ist bis heute im Kern eigentlich dasselbe. Ja. Hier vielleicht noch in der unteren Zeile, das ist für uns besonders relevant, jetzt im Hinblick aufs Lab, aber natürlich auch auf Aufführungssituationen. Das ist die ganze Verbindung hin zur Raumakustik, also wo in welchen Räumen sprechen und spielen Menschen mit Orchestern oder ohne und so weiter. Und dieses große dreidimensionale Beschallungssystem, das wir im Lab aufgebaut haben, ist geeignet für Auralisationen allerhöchster Qualität. Das heißt, wir können durch Benutzung der raumakustischen Simulationssoftware und durch Einfalten von Stimmen oder Instrumenten noch nicht existente Räume, also die erst in Planung sind, oder verloren gegangene Räume hörbar machen. Und das ist also etwas, was zum Beispiel mich jetzt gerade für historische Aufführungspraxis, für solche Forschungsthemen sehr umtreibt. Und ich habe selbst 2 solche Projekte bei Aufführungssituationen für Joseph Haydn in der Symphonie und im verloren gegangenen Opernhaus. Also hier haben wir solche Forschungsprojekte bereits aufgegleist und werden die eben hier in diesen Anlagen dann auch realisieren. Da hinten habe ich noch ein paar Bilder gesehen. Sind das auch alles Projekte, die Sie begleitet haben? Ja, das sind die ich als Fachplaner verantwortet habe. Ja. Dürfen wir da auch noch mal einen Blick werfen? Ja, natürlich. Also hier hat es auch verschiedene Aspekte. Ich war nicht überall Fachplaner, sondern teilweise auch meine Produkte, die eingesetzt wurden. Also hier oben links, wir gehen das nur kurz durch, das ist sicherlich der spektakulärste Erfolg, der mir in meiner beruflichen Laufbahn gelungen ist im Jahr 2000, als ich die Sony Music Studios in Tokio mit Monitoren eigener Entwicklung dann ausrüsten konnte in den Mastering Suites. Die haben insgesamt 12 Mastering Suites aufgebaut und das war schon spektakulär. Dann eben kleinere Studios, Raumakustik, so dass man wirklich optimale Mastering-Verhältnisse hat. Das BMW Museum in München, das war ein Projekt, das sehr viel Freude gemacht hat. Da wurde ein sogenanntes Akusmonium aufgebaut. Das ist eigentlich ein Lautsprecherorchester. Und wenn Sie hier auf dieses zentrale Bild hinhalten, in diesem Central Space, nennen Sie diesen Raum, sind ca. 1000 Lautsprecher unsichtbar verbaut. Und es werden Komponistinnen und Komponisten eingeladen, die dann Stücke schreiben für dieses Lautsprecherorchester. Also es ist sozusagen ein einzigartiger Ort mit einem einzigen Orgel in Anführungszeichen, das sind Lautsprecher und die können jetzt bespielt werden. Das BMW Museum, hier rechts sehen Sie den Roboter in Action, so wie er die Leinwand aufgebaut hat. Und dann jetzt, weil ich ja selbst zunächst ein Spezialist bin für Lautsprecher und Lautsprechersysteme, habe ich dieses Bild hier unten aufgenommen, unten links. Auf dieser Seite, das war noch vor dem Jahr 2000, habe ich für das Dave Brubeck Quartett diese großen Linienquellen konstruiert. Ja, genau. Das, ne? Ja. Und das ist jetzt ein Bild aus dem Stadtcasino in Bern. Und erstaunlicherweise gab es zu diesem Zeitpunkt, also vor dem Jahr 2000, gab es keine großen Linienquellen von den Herstellern, die man heute kennt, JBL und so weiter, wie sie alle heißen, die heute für Open-Air-Konzerte selbstverständlich alle Linienquellen einsetzen. Die Technik selbst ist alt, die ist schon 20er, 30er Jahre entwickelt worden, aber dann in den Hintergrund getreten. Man hat immer Hornsysteme eingesetzt, auch für Open-Air und dann gestackt, mit vielen Nachteilen diese Technik. Und ich habe mich dann eben schon sehr früh entschieden, Linienquellen zu bauen. Und was wir jetzt ja hier im Lab haben, sind Linienquellen. Ja, okay. Und diese Technik hat eine Reihe von Vorzügen, wenn man eben größere Abhördistanzen überwinden will. Hier ein Stück, das mir auch heute immer noch sehr gut gefällt und viel Freude gemacht hat. Das ist das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Da konnte ich auch, hier unten rechts gibt es noch ein Bild, das ist ein Einblick in den Forschungskonzertsaal. Da habe ich die Fachplanung dafür gemacht. Das ist auch in der Zusammenarbeit mit Grammatio Kohler von der ETH in Zürich entstanden. Und hier hat der Roboter, wiederum dieser Roboter hat die Ziegelsteine gegeneinander versetzt. Ah, okay. Und das ist also in der
in der Gestaltung einer Raumakustik ein sehr interessanter Fall, weil üblicherweise baut man eine Wand und danach setzt man vor diese Wand die Elemente, die dann die raumakustischen Eigenschaften bestimmen, also Reflektoren, Diffusoren, Absorber und so weiter. Und hier ist es so gemacht, dass also alleine durch die Anordnung, die Formung der Wand und die Tiefenstrukturierung der Wand wird sowohl die bauakustische Funktion der Dämmung erfüllt, wie die Lenkungsfunktion. Die Wand hat eine bestimmte Geometrie, die den Schall lenkt, und eben auch akustische Diffusion in einer ganz spezifischen Art und Weise eingesetzt wird. Und das alles in einer Wand. Ja, es gibt nichts davor, es gibt nichts, was relevant ist dahinter, sondern aus einer Wand baut man sowohl die Bau- wie auch die raumakustischen Funktionen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich würde gerne mal den Vorteil eines solchen Raumes hören. Also wie, wenn der wirklich... Hier. Ja, das ist zum einen, aber hier haben wir ja das Studio letztendlich. Können wir da vielleicht auch mal uns einen Eindruck verschaffen, wie so ein akustisch angefasster Raum dann eben klingt? Ja, klar. Also hier unser Aufnahmeraum ist doch ein Stück kleiner als eben hier diese Forschungskonzerte. Ja. Ich sage nur noch kurz hier ein Wort dazu. Das ist die Tonregie, auch im Max-Planck-Institut. Und das setzt auch ein bisschen, jetzt abgesehen vielleicht von den Sony Music Studios, den Level und zeigt die Zielsetzung, die wir mit diesen Anlagen hier haben. Es soll in jeder Hinsicht geeignet sein, um Forschung auf höchstem Niveau in diesem Bereich der Elektroakustik möglich zu machen. Und das war auch hier selbstverständlich die Zielsetzung. Das Institut für empirische Ästhetik hat sich die Fragestellung vorgenommen, wie wirkt Musik auf Menschen? Und um diese Frage zu beantworten, wird ein generationenübergreifendes Forschungsprogramm aufgelegt oder wurde bereits aufgelegt, weil die Beantwortung dieser Frage ist eben, wie werden Wahrnehmungen in Menschen aufgebaut, wie kommen sie zustande, von welchen Rahmenbedingungen hängen sie ab. Und wenn man das im wissenschaftlichen Zusammenhang untersuchen möchte, dann muss man eben raumakustische, elektroakustische Verhältnisse mit geklärten Qualitäten haben, sonst sind natürlich die erhobenen Daten dann nicht valide. Ja. Und das ist auch die Zielsetzung der ganzen Anlage hier, also insbesondere natürlich des Lab, dass wir hier eine Einrichtung zur Verfügung stellen, die tatsächlich uneingeschränkt Forschung auf diesem Gebiet möglich macht. Wahnsinn. Tolles Projekt. Danke. Sicherlich ein Ergebnis der vielen Projekte, die vorher entstanden sind. Ohne diese Vorarbeiten, ohne diese wirklich jetzt für mich im Zentrum stehende Auseinandersetzung mit Lautsprechen und auch mit Raumakustik und eben auch mit musikalischer Aufführungspraxis, auch im historischen Zusammenhang, wäre wohl nicht nur, dass technische Grundlagen womöglich fehlen würden, die man sich ja auch durch andere Fachleute einkaufen könnte, sondern ich glaube, es sind diese Themen und diese breite Sensibilisierung von der Musik kommend über die Elektroakustik und die Raumakustik, die so eine Konzeption und so eine dezidierte Absicht, wohin es soll, letztlich möglich machen. Ja. Cool. Das Studio, können wir da rein? Jetzt gehen wir ins Studio, genau. Jetzt, heute haben wir keine Aufnahmesession, sondern heute haben wir ein Setup für eine Lautsprecherdemonstration, die dann demnächst stattfinden soll. Aber das ist der Aufnahmeraum, bitte. Dieser Aufnahmeraum ist eigentlich klein. Der hat eine Grundfläche von knapp 40 Quadratmetern, ist also geeignet im ganzen Bereich Kammermusik, vielleicht bis Septette oder Oktette, etwas in dieser Größenordnung. Was wir bereits hier sehr gut einsetzen konnten, das waren also Jazzquartette mit Flügel, Schlagzeug, Kontrabass, Saxophon, Dinge dieser Art. Gesang hatten wir. Wir hatten Leute aus dem Bereich des Dramas, des Hörspiels, also als Sprechraumakustik auch. Und selbstverständlich Rock-Pop-Produktion. Also hier kann jede Rock-Pop-Band üblichen Ausmaßes genügend Platz finden und zu spielen beginnen. Was zeichnet den Raum aus? Warum ist er so geworden, wie er jetzt ist? Die Konzeption sieht vor, dass in diesem Raum erstens
variable akustische Verhältnisse vorherrschen sollen. Wir haben jetzt, wo wir jetzt hier sprechen, eine Nachhaltzeit von 0,5 Sekunden. Ja. Und wir werden danach alle Maßnahmen, die wir ergreifen können, die Absorber zu deaktivieren, jetzt sind alle aktiviert, ergreifen und dann sprechen wir dann auch nochmal weiter und dann wird die Nachhaltzeit in diesem Raum bei 1,2 Sekunden liegen. Und das besonders Reizvolle an diesem ganzen System von Helmholtz-Resonatoren, die Sie hier hinter diesen braunen Stoffabdeckungen sehen und auch hier unter der mittleren Konsole sehen diese geöffneten Bassresonatoren ist, man kann sie einzeln öffnen und schließen. Also man schiebt einfach so ein Element vor so eine Öffnung und schon ist aus einer vorhin absorbierenden Fläche eine reflektierende Fläche geworden. Und das kann man jetzt natürlich, Sie sehen das, diskret in einer fast beliebigen Anzahl von Versionen machen. Und jetzt hier bei diesen Elementen ist es so, die sind aktiv im Bereich zwischen 100 Hertz und 300 Hertz. Und diese großen Bassabsorber weiter oben, die sind aktiv zwischen 20 Hertz und 100 Hertz. Und die Stoffrollos, die wir hoch und runter ziehen können, die sind aktiv im Bereich 300 Hertz bis 20 Kilohertz. Und so ist es also möglich, durch ein entsprechendes Abstimmen unter diesen Elementen, die Nachhaltzeit immer gleichmäßig, also es ist im Maximum bei 1,2 Sekunden über alle Oktavbänder gleichmäßig und wir können sie gleichmäßig auf jedes Niveau herunterbringen bis 0,5 Sekunden, aber wir können auch abweichen. Also wenn wir zum Beispiel ein fettes Klangbild im Bassbereich suchen, dann senken wir einfach die mittleren und hohen Frequenzen ab, aber lassen die Bässe mit einer Nachhaltzeit von 1,2 Sekunden weiter bestehen. Das ist dann im Prinzip zu vergleichen mit dem Effekt, wie wenn man Equalizer einsetzen würde, nur machen wir es über die Raumakustik und das hat dann weitere Folgen. Das ist natürlich mega spannend für Musiker, ne? Weil du hast mehrere Studios in einem, wenn man so will. Ne? Ja, sonst ist es ja immer ein Tonstudio, das ist, wie es ist. Und das hat die Nachhaltzeit meinetwegen von 0,3, 0,5 Sekunden. Und das ist es fertig. Dann. Und hier kann das variieren. Das ist hier ist der Spielraum sehr, sehr viel größer. Und es gibt zusätzliche sehr tolle Eigenschaften dieses Raums. Es gibt hier drin zum Beispiel im ganzen Bassbereich keine modalen Phänomene. Das heißt, man kriegt einen Kontrabass zum Beispiel hier drin nicht zum Dröhnen. Also was wir alle kennen als Hi-Fi-Fans, man stellt die Lautsprecher auf, man hat eine bestimmte Hörposition, dann hört man im durchschnittlichen Hörraum bestimmte Töne zu laut und andere zu leise. Ja, und das kann sehr störend sein, es dröhnt dann auch oder es fehlt eben etwas. Ja. Und das wäre in jedem anderen Aufnahmeraum, der quaderförmig ist, auch zu erwarten. Und hier haben wir über die Formung, also über den Grundriss, das ist eigentlich ein Doppeltrapez und vor allem über die Schrägstellung der Wände, haben wir verhindert, dass es irgendwelche modalen Phänomene störender Art gibt und auch keine Flatterechos. Also zwischen parallelen Wänden kann sich ja die Schallenergie einfach hin und her schaukeln und das führt dann zu Härtebildungen in den Klangbildern und das ist hier prinzipiell ausgeschlossen durch die Formung des Raumes. Dann hat es einen weiteren gewichtigen Vorteil, dieser Aufnahmeraum. Durch dieses Schrägstellen der Wände wird die Schallenergie nach oben gelenkt. Und erst über einen längeren Laufweg in der Schräge. Ja, genau, in der Schräge. Ja. Oder? Okay. Also wenn wir hier sprechen, geht der Schall auf diese Wand und weil sie schräg gestellt ist, geht er schräg nach oben und geht wieder schräg nach oben. Und Sie sehen hier, der obere Bereich ist noch stärker schräg gestellt, dort sieht man es gut. Ja. Und dadurch wird die Schallenergie eigentlich auf einen langen Laufweg gesandt, bis sie dann wieder über welche Wege auch immer hier unten erscheint und wieder hörbar wird. Ja. Das führt dazu, dass technisch gesprochen die sogenannte Schwerpunktzeit von diesem Raum bis zu 100 Millisekunden beträgt. Und das heißt, aufs Hören übersetzt, der klingt viel größer, als er tatsächlich ist. Ja. Und das ist nur diesem Trick geschuldet, dass wir den Laufweg der Reflexion verlängern durch das Schrägstellen der Wände. Ja. Okay. Also man muss auch schon sagen, wir sind ja eben die ganze Zeit in dem Flur lang gelaufen. Das war ja richtig hallig. Ja, ja. Und sobald wir diesen Raum betreten haben, war das schon ein enormer Unterschied, ja, während wir hier gesprochen haben. Und man kann das jetzt nochmal anpassen. Ne? Jetzt kann man das eben verändern. Also jetzt haben wir eben die tiefste Nachhaltzeit, 0,5 Sekunden Nachhaltzeit. Und entsprechend ist der Saal, der Aufnahmeraum auch
am leisesten, also das sogenannte Stärkemaß liegt jetzt etwa bei 9, 8 bis 9. Und wenn wir jetzt dann die Raumakustik verändern, das können wir jetzt ja gerne tun, dann wird das Stärkemaß bei fast 12 liegen. Und das ist dann also wie ein ordentlicher Dreh am Lautstärkeregler. Ja. Und so verändern sich also mit der Nachhaltzeit auch die Schwerpunktzeit, der Raumeindruck, und es verändert sich das Stärkemaß, das heißt die dynamischen Verhältnisse. Okay. Und das ist dann für die Musikerinnen und Musiker äußerst reizvoll, weil damit können sie spielen. Ja. Sie können schneller werden, langsamer werden, höhere Dynamik werden, tiefere Dynamik werden. Also das zeigen jetzt auch schon die wenigen Sessions, die wir bisher jetzt nach der Eröffnung Mitte Mai gemacht haben. Das ist äußerst reizvoll. Wollen wir das mal eben probieren? Ja klar, jetzt bauen wir es um und dann sprechen wir wieder in etwa auf dieselbe Distanz, so sagen wir jetzt circa 1 Meter. Ja. Und dann kommentieren Sie dann mal, was jetzt der Unterschied ist. Ja? Okay, ja. Gut. Also das sind lauter Helmholtz-Resonatoren. Und Helmholtz-Resonatoren sind nach dem deutschen Physiker Heinrich von Helmholtz benannt, der die Physik und die Theorie zu diesen resonierenden Systemen erarbeitet hat, etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und in seinem wegweisenden Werk von der Lehre der Tonempfindungen als physiologische Grundlage der Theorie der Musik publiziert hat. Ein bahnbrechendes Werk, das das große Rätsel gelöst hat, was ist Klangfarbe? Darüber hat man 2500 Jahre mehr oder weniger gerätselt, und Herr Helmholtz hat die Antwort gegeben, die wir auch heute noch geben würden. Eben, wir können einen Klang analysieren in Grundton und Obertöne, und jeder Ton stellt eine Sinuswelle dar, die man durch Zusammenzug, durch Addition dann wiederum zum originalen Signal zusammensetzen kann. Das ist die Fourier-Analyse und die Fourier-Transformation. Und Helmholtz hat auf diese Art und Weise eben beantworten können, warum eine Flöte, die den Kammerton A spielt, und eine Geige, die den Kammerton A spielt, und also wenn die zusammenspielen, konsonieren die und klingen perfekt übereinstimmend, warum aber die einzelnen Instrumente trotzdem eben eine andere Klangfarbe zeigen. Und das liegt eben daran, dass sie andere Teiltöne, ein anderes Spektrum erzeugen. Und das ist auch die Antwort darauf, warum viele Instrumente, die gerade auch im 19. Jahrhundert entwickelt wurden, wir hatten es gestern doch von Richard Wagner, also ein Klangfreak, der sich Instrumente im Übrigen in großer Zahl hat bauen lassen und die meisten davon nie eingesetzt hat. Warum? Weil sie eben mit dem aus der Tradition kommenden Orchesterklang schwer oder gar nicht kombinierbar waren. Und warum waren sie nicht kombinierbar? Weil eben die Obertonreihen zu den existierenden Fagotten und Geigen etc. nicht gut harmoniert haben. Und deshalb sind diese Instrumente dann auch wieder ausgesondert worden. Also ein möglicher Grund. So, also Heinrich von Helmholtz ist der Namensgeber für diese Art von Konstruktion der sogenannten Helmholtz-Resonatoren. Hier sieht man es ja gerade, das ist auch ein Helmholtz-Resonator, nur nennen wir das Bassreflex. Und hier daran, an diesem Beispiel des Monitors, können wir das gleich sehr gut exemplifizieren. Was ist das eigentlich? Wir haben ein Volumen in der Box. Wir haben einen Tunnel in diesem Fall, einen Hals könnte man auch sagen, mit bestimmter Länge und Querschnitt, der wiederum ein bestimmtes Luftvolumen beinhaltet, und wir haben das umgebende Luftvolumen. Und dieses innere Luftvolumen in Kombination mit diesem kleineren, in Kombination mit dem bildet ein resonierendes System, das man eben abstimmen kann, je nachdem wie groß und wie lang dieser Tunnel ist und wie groß dieses Volumen ist. Und dasselbe ist hier gemacht mit diesen Elementen. Hier im unteren Bereich, das sind einfach Hohlräume mit Absorptionsmaterial, mit bestimmter Mundöffnung. Diese im unteren Bereich befindlichen Resonatoren arbeiten im Bereich zwischen 100 Hertz und 300 Hertz. Und hier im oberen Bereich ist es zwischen 20 Hertz und 100 Hertz. Jetzt haben wir also den ganzen Frequenzbereich von den tiefsten Tönen bis 300 Hertz abgedeckt über diese Resonatoren, und über die Stoffsegel decken wir den ganzen Bereich ab 300 Hertz bis 20 Kilohertz. Und die Absorptionsfläche, also wie aktiv die sind, bestimmen wir einfach dadurch, dass wir diese Segel setzen oder nicht setzen. Und durch das Zusammenspiel all dieser verschiedenen Teilresonatoren ist es also in diesem Raum eben möglich, zwischen 0,5 und 1,2 Sekunden die Nachhaltzeit zu verändern.
Und jetzt, da ich hier so spreche und ihr mir zuhört, habt ihr einen guten Eindruck davon, wie meine Stimme jetzt eben klingt unter diesen Bedingungen. Und hier ist jetzt also die Nachhaltzeit in allen Oktavbändern 63 Hertz bis 5 Kilohertz Oktavband praktisch konstant. Also der Raum über seine Reflexion färbt meine Stimme nicht. Und jetzt verändern wir die Raumakustik und dann spreche ich noch einmal von derselben Stelle aus. Ich hoffe, ich sage dann was anderes, aber so, dass ihr mir zuhören könnt. Dann wird selbst diese simple Mikrofonierung, die wir jetzt also hier vorgenommen haben für die Audioaufnahmen, ich denke doch wenigstens einen Eindruck davon geben, was sich jetzt verändert. Ja? Gut, jetzt machen wir das. Schnitt. Zack. Ja, jetzt spreche ich noch mal ein bisschen. Ich habe ja zuvor gesagt, das sind Helmholtz-Resonatoren und das ist auch die fachmännisch korrekte Bezeichnung. Aber die erste Beschreibung derartiger resonierender Systeme stammt aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert vom römischen Architekten Vitruv, publiziert in seinem Werk De Architectura. Und es heißt, Echeia, diese Resonatoren sind Echeias. Klangvasen wird das auf Deutsch übersetzt. Und dieser Autor, der ist eigentlich Legionsarchitekt und ein Spezialist für Kriegsmaschinen, aber auch in der zivilen Architektur sehr gut zu Hause. Er beschreibt zum Beispiel auch, wie man Wasserorgeln bauen soll etc. Und dass also ein Architekt eben was von Akustik verstehen muss, damit er zum Beispiel Wasserorgel bauen kann. Aber viel bedeutender, Vitruv erörtert die Frage, wie man die Lautstärke in antiken Theatern erhöhen könnte. Weil das war natürlich ein Problem, wenn man etwa an das Dionysos-Theater in Athen denkt, als das erste große Freilufttheater in Stein am Fuß der Akropolis. Man kann es ja heute noch besuchen. Sogar der Sitzplatz des Archonten ist also noch in Marmor erhalten, also für die Stadtoberen reserviert. Und wenn dort also eine Person spricht, sei es nun um politische Dinge zu besprechen, wie es eben in Athen an bestimmten Perioden immer wieder notwendig war, oder um eben musikalische, dramatische Werke im Rahmen der Dionysischen Festspiele etc. aufzuführen, dann hat man einzelne sprechende Personen am Fuße dieses ja so in die Hanglage hineingebauten Theaters, die dann also 10.000 oder 20.000 Personen hat das an Platzvermögen. Und wie soll das nun gehen, dass eine einzelne Stimme alle diese Personen erreicht und verständlich erreicht, und wie Rechnungen, Simulationen, aber auch Experimente, wir haben ja diese Theater noch, zeigen, ja, das ist dann eben doch schwierig. Die Akustik ist zwar in diesem Sinne gut, dass es praktisch eine freie Feldakustik ist, also der direkte Schall aus dem Mund verbreitet sich überall, und wenn er dann im Publikum oder an den Treppenstufungen, an den Sitzplätzen reflektiert wird, dann geht er in den Himmel und kommt nie zurück, ist also wie absorbiert. Das heißt, es gibt keine Reflexionen, so wie jetzt hier in diesem Raum. Jetzt ist es deutlich lauter und ich glaube, man hört jetzt auch einen großen Raumeindruck. Und das gibt es nicht in diesen Theatern, weil sie eben oben geöffnet sind und die Absorption enorm ist. Es gibt eigentlich gar keine Nachhaltzeit in diesen antiken Freilufttheatern. Und deshalb, nicht nur wegen der sehr großen mittleren Abhördistanzen, sondern eben auch, weil es Stadthintergrundgeräusch gibt. Und man kann sich schwer vorstellen, dass etwa 10.000 Griechen oder 10.000 Römer einfach stille auf ihren Plätzchen sitzen, nur weil sie gerne hören möchten, was dort vorne geschieht. Also man hat immer ein gewisses Grundgeräusch. Und wenn man nun eben ausrechnet oder das experimentell ermittelt, wie laut ist es denn noch auf mittlere Abhördistanz, dann sieht man, das ist viel zu leise. Also wir würden uns heute alle beschweren, wenn man uns im Kino etwa eine Sprecherstimme in dieser Lautstärke abspielen würden. Wir würden, dreht endlich auf, man hört ja nichts. Ne? Und das war das Bedürfnis, das man auch in der Antike natürlich hatte. Wie könnte man es lauter machen? Und hier liegt ein ziemlich folgenschwerer Irrtum vor, den Vitruv vermutlich von Aristoxenos bereits übernommen hat, einem Aristoteles-Schüler. Er hat sich vorgestellt, dass wenn man derartige Klangvasen, und er beschreibt das eigentlich wie Amphoren, also ein Volumen mit einer Verengung, einem kleineren Volumen, dem Hals mit der Mundöffnung,
dass man solche Klangvasen in verschiedenen Größen in diesen Theatern aufstellen würde. Und er sagt auch, dass man das getan hätte und dass es solche Theater in Rom gibt und auch andernorts gibt. Korinth ist erwähnt, wo sie das sogar in bronzenen Gefäßen gemacht haben. So dass man also ein System von solchen wie hier, ein System von Resonatoren hat, die alle auf unterschiedlichen Frequenzen resonieren und die durch diese Resonanz, die man beobachtet hat, Aristoteles beschreibt das, Chrysipp beschreibt das, stoische Naturphilosophie beschreibt solche Phänomene, das hatte man gekannt und dass, wenn man die aufstellt, die würden dann eben, weil sie das ganze Spektrum eigentlich betreffen, also alle Tonhöhen abdecken, die würden in Resonanz geraten, wenn sie angesprochen werden und durch diese Resonanz würde es dann lauter werden. Und das ist nicht der Fall. Also es wird nicht nur nicht lauter, sondern wir wissen heute ganz sicher, das sind Absorber. Die verstärken nicht wie eben eine Musikanlage mit einem Verstärker und jetzt kann ich die Lautstärke einfach wählen, wie laut es sein soll, sondern die absorbieren, also vernichten sogar noch Schallenergie. Und so ist also zwar die Grundlage aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert für diese Art der Konstruktion, das kann man wirklich sagen, aber eben heute natürlich seit Helmholtz und danach ist das völlig klar, das sind Absorber, nicht Verstärker, die absorbieren Schallenergie. Ja. Und hier wird das jetzt eben genutzt, um die Nachhaltzeit zu senken, um die Klangfarben verändern zu können, um den Raumeindruck verändern zu können und es wird laut hier drin, das Stärkemaß zu verändern. Und mit Hilfe dieser Veränderung, dieser Parameter, kann man hier drin im ganzen Bereich akustischer Instrumente, Stimmen, Sprachen, ja, sich die optimalen Aufzeichnungsverhältnisse einrichten, um dann Aufnahmen machen zu können. Anhand seines Vortrages kann man hier sehr gut den Raumklang wahrnehmen. Und ich bin mir auch sicher, dass auch ihr das heraushören konntet, obwohl wir das nur mit einem Ansteckmikrofon aufgenommen haben. Man hört hier wirklich den Vergleich von 0,5 Sekunden Nachhallzeit zu 1,2 Sekunden Nachhallzeit sehr, sehr gut heraus. Und das ist total spannend, weil so haben die Musiker die Möglichkeit, in diesem Studio eben den Ton aufzunehmen, also Vocals oder auch ihre Instrumente aufzunehmen und ganz trockene Aufnahmen zu machen und dann im Nachgang, in der Nachbearbeitung, über Plugins einen Hall hinzuzufügen. Oder alternativ eben durch diese simplen Maßnahmen den Raum so umzufunktionieren, dass sie einen Raum simulieren können und so bereits in der Aufnahmespur einen Raumklang erzeugen können. Und das macht es echt flexibel für die Musiker. Der tanzende Faun, habe ich kurz drüber gelesen in einem Bericht. Ja, der tanzende Faun, als ich den vor, ich glaube, 2 Jahren oder so für mich entdeckt habe, er wurde ausgegraben bereits im 19. Jahrhundert in Pompeji, wo er 62 nach Christus durch den Vesuv verschüttet wurde und glücklicherweise durch Grabräuber nicht gefunden wurde, sonst wäre er weg gewesen. Diese Figur ist wohl auf ein griechisches Original aus dem 3. vorchristlichen Jahrhundert zurückzuführen und damit also im Gefolge des Dionysos anzusiedeln, also ein Hirte, eine satirische Figur. Man sieht auch die Verschmelzung von Mensch und Tier, er hat schon Hörner, er hat hinten einen kleinen Schwanz. Also ein Vertreter aus diesem Gefolge des Dionysos, der bei den Dionysos-Festspielen dann auch seine Würdigung erfahren hat. Die Römer haben eine Kopie davon gemacht und in der wohl bedeutendsten und am reichhaltigsten ausgestatteten Villa in Pompeji hat er im Atrium oder genauer im Pluvium des Atriums seinen Platz gefunden. Und heute sind wir in der glücklichen Lage, dass wir also direkte Bronzeabgüsse vom Original im Museum in Neapel kaufen können. Und wir haben das gemacht, weil ich dachte, dieser Bewegungsausdruck, dieser tanzende Faun, das ist ein Inbegriff dessen, worum es geht beim Musizieren, dass ja nicht nur die Seele womöglich bewegt wird, von freudig auf traurig oder umgekehrt, sondern eben auch der Körper selbst in eine Bewegung versetzt wird. Und ja, dieser Mann tanzt jetzt, sagen wir, seit gut 2000 Jahren und wir hoffen, er tanzt jetzt die nächsten Jahre auch für uns. Das passt hier super gut rein. Ja, also wenn man hier reinläuft, kommt man direkt auf ihn zu.
nicht zu übersehen, richtig schön platziert auch. Ja, schon. Ich habe auch jeden Tag eigentlich Freude, wenn ich reinkomme, weil eine so ausgearbeitete Figur, das gibt es doch eher selten, und dass er dann eben erst noch eine tanzende Figur ist, Ja. das macht ihn natürlich wirklich passend für uns. Schön. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt. Tja, jetzt stehen wir hier vor der Eingangstüre des Lab. Sie wiegt 250 Kilogramm und soll die schwächste Stelle, die selbstverständlich die Türe ist, an diesem ganzen Bauwerk helfen zu schützen. Deshalb gibt es also 2 Türen, bis man dann wirklich im Raum drin ist. Und Ja. jetzt bitte ich Sie ganz einfach mal, diese erste Türe zu öffnen. Wie schwer war die nochmal? 250 Kilogramm. Das merkt man aber so nicht. Nein, Sie können das mit einem Finger machen. Oder? Ja, ja. Ich finde das reizvoll, diese Spiele mit Hören, nicht hören, Gewicht, nicht Gewicht und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir ja noch in der Halle, und ich glaube, man hört das auch auf den Aufnahmen. Hier hat man wirklich die Akustik einer großen Halle, also eine lange Nachhaltzeit. Und jetzt gehen wir hier in diesen Eingangsbereich, der hochabsorbierend ausgelegt ist, dass alle diejenigen Schallanteile, die durch die Türe oder über die Konstruktion noch in diesen Innenraum eindringen, dann so rasch als möglich absorbiert werden, bevor man dann die eigentliche Haupteingangstüre erreicht. Und ja, jetzt gehen wir rein. Okay. Und ich denke, etwa an diesem Punkt hier Oha, ja. hat man dann so ziemlich den Eindruck, dass es eigentlich überhaupt keinen Raum mehr gibt. Oder? Es ist Wahnsinn. eigentlich wie freies Feld. Man ist in einem dunklen, kleinen Gang, aber durch die immense Absorption ist die Nachhaltzeit hier drin sicher unter 0,1 Sekunden. Das heißt, man hat hier für einen kurzen Moment, betritt man eigentlich ein freies Feld, fast akustisch. Wir sind noch nicht mal in der Lab. Und wir sind noch nicht in der Lab. Jetzt geht es um die Ecke. Und Wahnsinn. dann durch die Haupteingangstüre, die natürlich noch einmal hochdämmend ist, und jetzt sind wir drin. Kleiner Cut. Ich wollte hier eigentlich eine dramatische, mit Musik untermalte Szene haben, wo Herr Strauß und ich in Slow Motion reinlaufen. Aber er hat nun mal in der Zeit gesprochen, was auch Sinn ergeben hat. Aber jetzt will ich einfach mal eine dramatische Szene haben, deswegen spulen wir einfach mal zurück. Ja, wow. Erstmal rein optisch gesehen schon mal total beeindruckend. Es erweckt den Eindruck, das muss ja jetzt gut klingen. Also meine Erwartungen sind natürlich jetzt auch entsprechend hoch. Wahnsinn, ja. Ja, schön. Freut mich, wenn es gefällt. Zumindest mal der visuelle Eindruck. Ich hoffe, es gefällt dann auch akustisch. Ja, was haben wir hier gemacht? Es soll ja ein Ort mit Referenzqualitäten sein. Das sagt man so leicht, und es ist sehr schwer getan. Was haben wir hier alles unternommen, um der Zielsetzung einer linearen Wandlung möglichst zu entsprechen? Wir haben einerseits, das ist bereits erwähnt, eine sehr ausgeprägte Grundruhe. Das ist die Voraussetzung, damit Klangbilder ungestört genossen werden können. Die Verdeckungseffekte, wie wir sie nennen, sind gerade im Bassbereich sehr oft zerstörend, wenn es zu wenig ruhig ist. Und das zweite Aspekt ist der raumakustische Aspekt. Hier drin haben wir eine konstante Nachhaltzeit von 0,3 Sekunden von 20 Hertz bis 8 Kilohertz. Darüber fällt es leicht ab. Das ist die zweite Voraussetzung für Klangfarbenneutralität. Also die Summe der Reflexion verändert den Eindruck der Klangfarben nicht. Und dann haben wir hier über dieses sehr umfangreiche Absorptionskonzept, das in dieser Raumakustik realisiert ist, die erste signifikante Reflexion, abgesehen von der Bodenreflexion, auf einem Level von minus 24 Dezibel. Und das heißt, die sehr scharfe Anforderung von minus 18 Dezibel, die man an gute Studioabhöranlagen stellt, ist hier um 6 Dezibel übertroffen. Und für das hörende Publikum, was bedeutet das? Das heißt, dass
Die Reflexionen, die auch in diesem Raum erscheinen, er ist ja nicht schalltot oder eben die Nachhallzeit liegt nicht bei 0 Sekunden. Das bedeutet, dass alle Räumlichkeitsverhältnisse, die auf den Aufnahmen enthalten sind, nicht berührt werden, nicht verändert werden durch die Reflexionen, die es in diesem Raum noch gibt. Und technisch nennen wir das offene Fenster. Und hier ist das offene Fenster eigentlich beliebig groß. Also in diesem Fenster können wir jede Art von Raum präsentieren, ohne dass der physische Raum mit seiner Raumakustik hier mit dem Raum der Aufnahme interagiert und den Klangeindruck entsprechend verändert. Das ist seitens der Bau- und Raumakustik die Voraussetzung für so einen Referenzort. Und wir haben das, wie Sie es hier drin sehen, mit einem sehr aufwendigen System von Verbundplattenresonatoren, die sich einerseits an den Wänden und an der Decke befinden, realisiert und andererseits sitzen wir hier auf dem Hauptbassabsorber, der sich direkt unter unseren Füßen befindet und der akustisch über die Saiten erschlossen wird. Dadurch ist diese immense Absorptionsfläche, die man braucht, um tiefe Frequenzen absorbieren zu können, in diesem Raum realisiert. Und zwischendurch, ich habe da vorhin mal ein bisschen angefasst, das sieht man jetzt optisch auf den ersten Blick nicht, aber weil das halt ein bisschen weicher ist, sind das Basotec? Ja, das sind alles Basotec-Elemente. Ja. Okay. Aber dahinter und gut versteckt sind dann eben die Plattenresonatoren. Ja. Die Oberfläche sind immer verschiedene Schichtdicken von Basotec, also Melaminhartschaum. Und dahinter liegen dann eben die Verbundplattenresonatoren. Und in ihrem Zusammenspiel bewirken sie dann eben, also jetzt hier so ein typisches Element hier auf der horizontalen Achse dieser Hauptfläche, die ist ein offenes Fenster bis herunter auf 60 Hertz. Ja, also was dort reingeht, kommt nicht zurück. Und Sie haben ja gesagt, das sind Linienschallquellen, die eingesetzt wurden. Warum ist das so wichtig in diesem Raum? Wir haben eine Abhördistanz von ca. 4,7 Metern, also Abstand zwischen Lautsprechern und der Raummitte. Und wenn man eine Punktquelle in diesem Raum mit 0,3 Sekunden Nachhallzeit hier einsetzen würde, dann wären wir hier am Hörplatz bereits außerhalb des Direktschallfeldes. Das heißt, wir würden im diffusen Schallfeld sitzen. Und entsprechend wäre das Klangbild durch diese Diffusität geprägt und dominiert. Und in der klanglichen Wahrnehmung heißt das, alle Klänge, auch die spitzesten Klänge, also Snare Drums oder Triangle oder was auch sonst spitze Klänge generiert, oder eben überhaupt klangliche Konturen, die man hat, also das Knarzen von Kontrabässen oder ähnliches mehr, das würde alles wie in einem Weichspüler weich gezeichnet und es würden eben die Konturen wie mit einem schummrigen Effekt im Visuellen belegt werden. Und damit wären dann eben auch diese klanglichen Mikrostrukturen, die sich in vielen Aufnahmen befinden, nicht mehr hörbar. Und die wollen wir natürlich hörbar machen, damit sie auch verändert werden können, gestaltet werden können. Und was muss man nun machen, um eben am Hörplatz auf 4,7 Meter noch innerhalb des Direktschallfeldes zu sitzen, was einer Situation wie typisch mit Nearfields eigentlich entspricht. Kurze Abhördistanzen in relativ hoch absorbierenden Räumen heißt, der Direktschall dominiert dann auf 1,5 Meter Abhördistanz. Und wenn man dasselbe Erlebnis hier haben will, wie man es eigentlich hat mit einem Nearfield, dann muss man Linienquellen bauen, die die Eigenschaft haben, in der horizontalen Achse sehr breit abzustrahlen, also wie eine Punktquelle eigentlich, aber in der vertikalen Achse mit der Frequenz eine zunehmende Bündelung aufweisen. Und dadurch wird der Raum weniger, weil nun eben eine Art Schallscheibe generiert wird, die auf der Ohrhöhe ankommt, werden die Bodenreflexionen und andere Reflexionen im Raum deutlich weniger angeregt und deshalb dominiert dann auch selbst auf 4,7 Meter, was wirklich außergewöhnlich viel ist, immer noch der direkte Schall. Ich bin gespannt, wie sich das dann gleich auswirken wird. Ich habe auf der Website von SA Music Lab noch die Partnerschaften gelesen und da stand noch Stockfish Records. Was ist da für eine Verbindung? Können Sie mir dazu was sagen? Ja, Günther Pauler ist ein wirklich schon sehr langjähriger Bekannter und mehr eigentlich ein Freund. Ich schätze sein Engagement in diesen Dingen ganz außerordentlich. Er ist nicht nur enorm kenntnisreich und mit prächtiger akustischer Fantasie und Aufnahmekünsten ausgerüstet, sondern er ist auch vollständig unermüdlich. Und ich schätze das ganz außerordentlich. Zudem hat Günther Pauler schon, ich glaube im Jahr 2006, große Monitore aus meiner Fabrikation gekauft.
und ist, soweit ich weiß, bis heute sehr glücklich damit. Bekommt jetzt dann das Update auf MF 2.1, also die Steigerung gegenüber dem ursprünglichen Modell. Und so ist also unsere Zusammenarbeit einerseits geschäftlich erfreulich, aber vor allem und viel bedeutender eigentlich noch. Es ist wirklich sehr schön zu sehen, dass es so engagierte und mit akustischer Fantasie so reichhaltig ausgerüstete Menschen gibt, wie es eben Günther Pauler ist. Interessant, dass so ein Mensch dann auch Ihre Lautsprecher nutzt. Ja, das habe ich auch als eine Art Auszeichnung verstanden, ganz unabhängig eben von diesen schönen Referenzen in Tokio und andernorts. Bei einem Mann wie ihm merkt man, dass es eben wirklich darum geht, bestimmte klangliche Vorstellungen, die er hat, dezidiert auch umzusetzen. Er weiß, wohin er will. Und jetzt braucht er also ein Arbeitswerkzeug, das es ihm gestattet, auch dorthin zu kommen. Er will und muss das genau beurteilen können. Und ja, er scheint damit sehr glücklich zu sein. Ja. Auch interessant jetzt an der Stelle, ich würde mal eben kurz meine Story zu SE, mal kurz abgekürzt, erzählen. Und zwar hatte ich ja noch keine Vorstellung, was mich hier erwartet. Davon habe ich auch nicht zuerst erfahren. Also es ging eher um die Lautsprecher, die ich auf der SE-Seite gesehen habe und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, also wirklich sehr, sehr grob. Und dann habe ich halt noch ein paar schöne Videos von dem Igel Schönwitz von The Soundfile gesehen. Genau, ja. Wirklich sehr tolle Videos, schönen Gruß an der Stelle. Und der hat eben von diesen Lautsprechern so geschwärmt. Das hat erstmal mein Interesse geweckt. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass ich schon seit längerem Studiomonitore testen wollte. Auch für den Kanal, weil ich weiß, dass viele aus der Community sich auch dafür interessieren und auch mal den Unterschied hören wollen. So, dann kam eben unser Kontakt zustande, netterweise, und ich durfte dann jetzt auch hierher kommen. Und hier geht es ja hauptsächlich um dieses Wunder von Bern, kann man ja eigentlich sagen, um dieses tolle Projekt. Und die Lautsprecher waren jetzt so ein bisschen Nebensache. Nun, ich habe aber vor, in Zukunft in meinem Studio SE-Lautsprecher auch noch mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, um zu schauen, was da so geht. Im Vergleich auch zu den üblichen HiFi-Lautsprechern. Wie ist es denn, wenn sich jetzt jemand für SE-Lautsprecher interessieren sollte? Wo geht man dann hin? Kommt man hierher, um sie zu hören? Weil das ist ja erstmal ein Mastering-Studio, da ist ein Recording-Studio. In Deutschland haben wir einen tollen Vertrieb. Das ist die Wertanlage Audiosysteme GmbH. Sie werden ohne Zweifel Gelegenheit erhalten, auch in Ihren eigenen Räumlichkeiten Strauß-Lautsprecher zu hören. Das wird Ihnen der Vertrieb und allenfalls auch Händler, Igel Schönwitz haben Sie erwähnt, sicherlich möglich machen. Darüber hinaus gibt es ja schon eine Reihe von Studios, die mit unseren Lautsprechern arbeiten, und einige davon sind sicherlich auch bereit, die Türen zu öffnen. Und hier kann man sie auch hören? Ja, hier in Bern auch, ja, selbstverständlich. Also wenn Sie eine Reise in die Hauptstadt der Schweiz, in das schöne Bern, UNESCO-Weltkulturerbe in der Altstadt, wenn Sie das machen wollen, dann haben Sie 2 Fliegen auf einen Schlag, einen schönen Ausflug, prächtige Bergwelt und das SE Music Lab mit Strauß-Lautsprecher. Kann ich nur empfehlen. Ja, eine Sache hat, was heißt enttäuscht, aber ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich das hier erlebe, und das ist das OPC, das One-Person Cinema. Ja. Leider Gottes ist das jetzt aktuell nicht hier, haben Sie gesagt. Können Sie kurz erklären, was dieses One-Person Cinema ist? Ja, es ist auch so ein Werkzeug, wenn ich so sagen darf, das eigentlich dezidiert der Hör- und Schaulust gewidmet ist. Die Ausgangsüberlegung war, wir haben üblicherweise, sei es mehr im Hi-Fi oder sei es mehr im Film-Movie-Zusammenhang, Heimkinos, sehr oft die Situation, und vor allem natürlich an unseren alltäglichen Büroarbeitsplätzen, wo wir mit Bildschirmen und mit Lautsprechern etc. arbeiten. Wir haben Streulicht auf den Bildschirmen, wir haben Umgebungsgeräusche, wir haben meistens kleine und eher schlechte Lautsprecher, nichts davon ist eingemessen und so weiter und so fort. Und trotzdem schauen wir Filme unter diesen Bedingungen, teilweise ja sogar auf dem Handy oder über Kopfhörer, oder wir hören Musik im Auto und so weiter und so fort. Wir haben eigentlich immer um beim Hören zu bleiben, wir haben immer wieder kompromissbehaftete Situationen, in denen das Hören eigentlich eingeschränkt ist. Und
wir wollten einen Raum dezidiert nur für eine Person kreieren, in der all das nicht stattfindet. Kein Streulicht, kein Umgebungsgeräusch, dafür ein tolles eingemessenes Beschallungssystem in einer geklärten Raumakustik mit einem kalibrierten Bildschirm, sodass man von E-Games bis Movies oder eben auch nur Musik sowohl einen fantastischen Arbeitsplatz hat, aber vor allem eben auch einen Genussplatz hat, in dem man sich alle diese Inhalte zu Gemüte führen kann. Und das ist der Ausgangspunkt für das One-Person-Cinema. Und ja, wenn Sie uns das nächste Mal besuchen, steht es dann da und Sie werden Gelegenheit haben, mal die Immersionskapazität, um es so zu formulieren, dieses Teils zu erleben. Und ich kann Ihnen also versichern, wir hatten mindestens 10, wahrscheinlich eher 20 professionelle E-Game-Spieler in diesen Prototypen des One-Person-Cinema. Und ja, wir mussten sie herauszerren, die wollten nicht mehr aufstehen. Ich kann es mir vorstellen. Ja, das ist wirklich heftig. Also ich selbst war auch und auch meine Kollegen, mit denen ich das Projekt erarbeitet habe, wir waren wirklich verblüfft von der ästhetischen Kraft, die dieses Teil zu entwickeln vermag. Ja. Ja, ich sehe es als eine Einladung. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich komme nochmal. Ja, sehr schön. Immer. Das werde ich mir nochmal anschauen. Ja, gerne. Ja, es war super spannend. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielleicht als letztes Projekt jetzt für mich, können Sie irgendwie ein Stück spielen für mich, dass ich auch nochmal... Ja, das mache ich gerne. Ich habe das selbst aus aktuellem Anlass, also habe ich jetzt das hier herausgezogen, weil ich mir das selbst kürzlich aus verschiedenen Gründen noch einmal genauer angeschaut habe. Es handelt sich hier um ein Live-Recording, also eines Konzertes, in dem der Pianist Alfred Brendel Beethovens Pianokonzerte spielt, und es ist das Chicago Symphony Orchestra. Hier haben wir diese CD, ich zeige es Ihnen gerne. Das ist eine multimikrofone Aufzeichnung von Philips gemacht, die allerdings sehr subtil die Multimikrofonie benutzt. Die Hauptmikrofonie dominiert in dieser Aufnahme, und deshalb ist es nicht nur durch den Live-Aspekt, also weil man eben auch Publikum hört und Lüftungsgeräusche und Ähnliches mehr sind auf dieser Aufnahme hörbar, sondern vor allem eben auch durch den Akzent, der auf der Hauptmikrofonie liegt, kriegt man einen sehr schönen Eindruck der Relation zwischen Orchester, Piano und dem Raum und dem Publikum, in dem gespielt wird. Und da ja diese ganze Anlage hier konzipiert wurde, um eben Hörerlebnisse möglich zu machen, die man sonst in Studios und in HiFi-Anlagen eigentlich nicht erleben kann, ist das ein tolles Beispiel, um eben dieses vorhin erwähnte offene Fenster zu erleben. Es müsste Ihnen also eigentlich möglich sein, den Konzertsaal, in dem da gespielt wurde, das war eine große Schuhschachtel, das Chicago Symphony Orchestra spielt, ja, dass Sie das eben hören, was das für akustische Eigenschaften hat und wie reizvoll sich der direkte Schall aus dem Orchester mit der akustischen Raumantwort in dieser Aufnahme verbindet. Das zeige ich Ihnen gerne. Ich bin gespannt. Wunderbar. Timmy, es ist Zeit. Gleich ist Mitternacht. Jetzt hast du stundenlang hier gehört. Für heute ist Schluss. Haben Sie nicht noch irgendwie eine Matratze? Also... Nein, jetzt ist es einfach genug. Nee, Herr Strauß, Sie kriegen mich hier nicht raus. 3, 4 Stunden hinhören, konzentriert. Mehr geht nicht. Jetzt ist gut. Nee, ganz ehrlich, ich gehe hier nicht raus. Nee, das ist zu cool. Nee. Wir werden sehen. Nee. Nee, also bitte. Irgendwann ist einfach Feierabend. Jetzt reicht es. Es ist genug. Herr Strauß. Schluss. Die Spielsachen werden eingesammelt. Ich will nicht gehen. Sehr schön. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich wieder in meinem Studio. Hat also nicht geklappt mit dem Übernachten im Music Lab. Aber Wahnsinn. 2 Tage war ich jetzt dort. Ihr könnt ja über die Aufnahmen in etwa erahnen, wie groß die Räumlichkeiten dort waren. Also der bloße Rundgang durch die Räumlichkeiten ist relativ überschaubar, vielleicht in 10 Minuten gemacht. Trotzdem haben mir 2 Tage Aufenthalt dort nicht ausgereicht. Ich wäre gern noch länger geblieben. Und die Eindrücke, die waren so viele, dass es für mich nicht leicht war zu entscheiden, was ich davon jetzt alles als Fazit nutzen werde, ohne dass das Video wieder eine Stunde länger dauert.
Dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, euch meinen Klangeindruck im The Lab zu beschreiben und mit euch zu teilen, was ich von der Person Jürgen Strauss mitgenommen und gelernt habe. Der Klangeindruck. Also, Herr Strauss gab mir oder spielte mir diese CD vor, ein Live-Recording, in dem der Pianist Alfred Brendel Beethovens Pianokonzerte spielt. Das ist klassische Musik. Und klassische Musik ist eigentlich nicht ganz mein Genre, aber um ehrlich zu sein, wenn man klassische Musik hochwertig wiedergegeben hört, dann ist es ein Genuss. Und so wie ich es im Music Lab erlebt habe, ja, dann kann es sogar zu meinem Genre werden. Also wirklich faszinierend. Ich habe da einfach mal meine Augen geschlossen bei dem einen Stück und habe mir vorgestellt, wie ich da im Konzertsaal sitze, im Publikum, und vor mir mit einer gewissen Tiefe und einer gewissen Höhe, denn es war wirklich so, als wäre da ein Podest vor mir gewesen. So ist es ja letztendlich auch in einem Konzertsaal, ne? Man sitzt ein bisschen niedriger, da ist eine Bühne etwas höher und so habe ich das auch wahrgenommen. Und der Pianist hat eben weiter hinten dort oben gespielt. In dem Moment habe ich einfach alles vergessen und hatte absolut kein Zeitgefühl mehr. Aber es ist nicht nur bei klassischer Musik geblieben. Mein Kameramann und ich hatten am ersten Tag noch ein Tablet in die Hand gedrückt bekommen und konnten uns da ein wenig austoben und haben durch die Bank weg alles Mögliche ausprobiert. Da das Music Lab eben auch in Dolby Atmos abbilden kann und wir einen Apple Music Account zur Verfügung hatten, worüber dann auch Spatial Sound Playlisten abgespielt werden konnten. Also da gab es eben Titel in 3D-Audio und Dolby Atmos. Und wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und sowohl Stereo als auch Dolby Atmos-Titel waren absolut faszinierend. Es war so extrem gut, wie ich es in meinem Leben noch nicht gehört habe. Das ist teilweise frustrierend. Also Ramin, mein Kameramann, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Als wir dann schon heimgeflogen sind, hat er mir irgendwann eine WhatsApp hinterlassen und meinte so: Dimi, ich kann keine Musik mehr hören. Ich bin so versaut, wenn ich jetzt Musik woanders höre. Ich habe das Gefühl, das klingt alles nicht mehr gut. Ich konnte das auch nachvollziehen, was er da gesagt hat. Die ersten Tage habe ich mich auch ein wenig so gefühlt. Aber zum Glück ebbt das mit der Zeit ab und die Erinnerung lässt nach. Und die Musik ist mir auch so wichtig, dass ich natürlich auch wieder überall Musik hören und genießen kann. Und letztendlich, wenn man mal bedenkt, wenn man ein Orchester erlebt, live, dann ist das ein Erlebnis, das man auch nie wieder zu Hause so erleben kann auf 25 Quadratmeter. Das ist eben nicht möglich. Das ist zwar Ziel einer High-End-Anlage, das Konzert nach Hause zu bringen und dem so nah wie möglich zu kommen. Das gelingt auch den High-End-Anlagen, dem so nah wie möglich zu kommen, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Zum Klangerlebnis nochmal oder zum Eindruck: Es war nahezu perfekt. Und ich sage deshalb nahezu, um mir etwas Spielraum zu lassen für den Fall, dass ich in meinem Leben doch noch mal was Besseres höre. Absolute Tiefenstaffelung, sehr beeindruckend. Höhenabbildung, Authentizität, Musikalität, ultrapräzise Basswiedergabe, also durch die räumliche und akustische Raumkonstruktion wummerte oder dröhnte da absolut gar nichts. Das war alles absolut auf dem Punkt. Ich habe aber auch etwas Lehrreiches aus den Gesprächen mit Jürgen Strauss mitgenommen. Ihr habt ja gesehen, wie er mit mir durch die Zeit gereist ist, als wir den Gang entlang liefen mit den ganzen Bildern an der Wand. Und dann habt ihr auch sicherlich bemerkt, dass ich ihn irgendwann unterbrochen habe, weil es dann einfach etwas zu lang wurde. Und das habe ich in dem Moment einfach nur gemacht aus der Sicht eines Moderators, weil ich wirklich das Gefühl hatte, okay, das Video könnte doch etwas zu lang werden. Aber im Nachgang finde ich das nicht so gut, dass ich das gemacht habe. Aber es ist nun mal so passiert, das war ja auch ein authentischer Rundgang mit Jürgen Strauss. Aber rein persönlich hätte es für mich sogar noch weitergehen können. Das war super interessant. Und die ganzen 2 Tage und die Gespräche haben mich jetzt Folgendes gelehrt. Und zwar, dass es nicht nur um Musik geht und nicht nur um den Klang geht. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um Geschichte, es geht um Kultur, es geht um Wissen über Entwicklung und Entstehung, über den Ursprung der Klangwiedergabe. Herr Strauss hat einfach ein sehr breites Wissen und zugleich ein sehr tiefes Wissen, sowohl technischer Natur als auch wissenschaftlich und kulturell. Da kann ich einfach nicht mithalten.
Aber mir hat mal jemand einen sehr schlauen Rat gegeben und sagte, wenn jemand mit dir spricht und dann auch noch weiß, wovon er spricht, dann halt die Klappe und hör zu. Genau das habe ich überwiegend auch gemacht und habe alles aufgesaugt, was in der Kürze der Zeit auch möglich war. Und vor allem habe ich ein Erlebnis mitgenommen, das ich nie vergessen werde. Absolut inspirierend. Ich hoffe, ihr seht es genauso und es war nicht nur für mich eine tolle Erfahrung, sondern auch für euch ein Mehrwert. Außerdem hoffe ich, dass ich die Chance bekomme, mehr über Strauss zu erfahren, und zwar in Bezug auf seine eigenen Lautsprecher. Er entwickelt und baut ja selbst auch Lautsprecher, die eben erfolgreich in Tonstudios eingesetzt werden und dort einen exzellenten Ruf genießen. Und mich würde jetzt persönlich interessieren, wie solche Lautsprecher in meinem Studio klingen, mit meinen elektronischen Geräten. Ob man sie privat in der heimischen HiFi-Anlage nutzen kann oder ob sie nur für Profis geeignet sind. Oder sind sie sogar so gut, dass sie sogar einen Platz in der High-End-Szene verdient hätten. Das sind so Fragen, die ich mir stelle. Ich kann nicht versprechen, dass ich überhaupt die Möglichkeit haben werde, solche Lautsprecher hier bei mir im Studio haben zu dürfen und sie zu beurteilen. Aber der Kontakt ist da. Ich werde definitiv fragen und Fragen kostet ja nichts. Wie sieht es denn mit euch aus? Hättet ihr Interesse, dass ich auf meinem Kanal Lautsprecher von Jürgen Strauss vorstelle? Hättet ihr sogar Interesse, sie mal live zu sehen und zu hören? Wenn ihr da Interesse habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, denn das könnte tatsächlich die Chance erhöhen, diese Lautsprecher dann zu bekommen, wenn viele von euch sich dafür interessieren. Das war's. Wer bis hierhin zugeschaut hat, für den geht nochmal ein extra Dank raus. Und falls ihr neu seid auf meinem Kanal und auch mal schauen möchtet, was ich sonst so alles treibe, dann empfehle ich euch folgende Videos. Ich habe ein Kopfhörerprojekt mit Musikern gestartet, das verlinke ich euch mal kurz an dieser Stelle. Das ist der erste Teil. Und über dieses Video gelangt ihr auch zum zweiten Teil. Und was habe ich noch? Ich habe auch noch eine Werksbesichtigung bei Inakustik. Das verlinke ich euch an der Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Videos. Bis bald. Ciao.